Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Ja, wir kommen zum ersten Titel für heute. Kroger. Der User Tiger Skunk, der in der Vergangenheit schon aufhorchen ließ durch das erstaunliche Shoot'em Up in VR, ein Spiel mit erstaunlicher Scrolling-Grafik, super Action, großartigen Soundeffekten und einer echten Reminiszenz an die Tage von R-Type oder Project X, hat nun nachgelegt mit einem neuen Titel mit dem Namen Kroger. Nach einigen Verschiebungen ist das Actionspiel nun für den Amiga offiziell erschienen. Von der Website ist zu lesen, der böse Häuptling Pilsator hat das Bier aus Krogers Heimatdorf gestohlen und nun ist Kroger auf einer heiligen Mission, um das gestohlene Bier zurückzuholen und sich an den Horden von Feinden zu rächen, die Pilsator auf seinen Weg schickt. Das Spiel ist für den Commodore Amiga und sollte auf jedem Modell mit 512K Chip und 512K Extra RAM ab Amiga 1000 aufwärts funktionieren, so Tiger Skunk. Bei Polyplay ist eine Boxed-Version des Spiels erschienen. Wer also die guten alten Zeiten von Boxen und Handbüchern erleben möchte, kann dort das Spiel kaufen. Wie hoch hier die Auflage ist, kann ich allerdings nicht sagen. Ansonsten gibt es den digitalen Download auf itch.io, wo der Titel aktuell $12 kostet. Die Download-Dateien enthalten eine ADF-Datei und den WHD-Load-Installer. Ein CD32 ISO ist in Arbeit und wird demnächst ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können. Eine eigene WHD-Load-Version wurde vom Amiga Vault Team entwickelt und bereitgestellt. Insgesamt ein gelungenes, actionreiches Spiel, das für Kurzweil sorgt. Wer also nach neuem Futter für den Amiga sucht und sich gerne durch Horden von Gegnern schnetzelt, kann beruhigt zugreifen. Das Video im Hintergrund ist von Tiger Skunk selbst und zeigt unter Umständen nicht die finale Version. Das nur als Anmerkung am Rande. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Spiel. Ja, das zweite Spiel für heute, Leonardo. Leonardo ist ein Arcade-Spiel im Stil von Pengo, das zusätzliche Denkspielelemente aufweist. Es erschien 1989 für Amiga, Atari 400/800, Atari ST, C64 und C16 und wurde von Starbyte vertrieben. Die einzelnen Versionen unterscheiden sich spielerisch kaum, jedoch muss man sagen, dass gerade die C64-Version hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Grafik ist eher schlecht als recht, da man einzelne Objekte nur sehr schwer unterscheiden kann. Außerdem lässt die Joystick-Kontrolle zu wünschen übrig. Am Amiga ist zumindest die Grafik so, dass man alle Objekte gut unterscheiden kann, auch wenn auch hier die Steuerung an einigen Stellen hakt. In diesem puzzle-orientierten Spiel müssen wir Leonardo, einem kleinen Dieb, bei seinen kriminellen Ausflügen helfen. Insgesamt müssen wir Leonardo durch 50 verschiedene Level führen, darunter Banken, Museen und Lagerhäuser. Wenn man die Feuertaste des Joysticks drückt, kann man alles wegschieben, was sich einem in den Weg stellt, außer Wände. Geschobene Objekte bleiben erst stehen, wenn sie mit anderen Objekten oder dem Polizisten und seinen Beauftragten kollidieren. Diese versuchen nämlich, deine Raubzüge zu stoppen. Jedes Level hat ein Zeitlimit, in dem man 3 gleiche Gegenstände in eine Reihe bringen muss, um das Level zu beenden. Wenn die Zeit abläuft oder man von den Polizisten erwischt wird, kostet es eines seiner 5 Leben. Das Geschehen wird in der Draufsicht gezeigt, wobei eine Leiste am unteren Bildschirmrand für Illustrationen benutzt wird, um am rechten Rand Punktzahl, aktueller Level, verbleibende Zeit und Anzahl der verbleibenden Leben angezeigt werden. Im Spiel gibt es durchgängig Musik und Passwörter. Je nach Level, bei Level 20, bei Level 10, 20 und 30, diese erleichtern zumindest etwas das Leben. Allerdings ist man von Level 30 bis 50 auf seine verbleibenden Leben angewiesen. Die Kritiken fielen damals dann auch dementsprechend aus. Die Powerplay vergab für die C64-Version gerade einmal 41%. Die Amiga-Version bekam immerhin 10 von 12 Punkten in der ASM.
Kein Schatz, den man unbedingt gespielt haben müsste, aber dennoch einer von der Idee her sehr witziges Spiel vom Ansatz. Wer es noch nicht kennt, sollte es vielleicht mal ausprobieren. Das war der Beitrag heute zu Spielen, die es schon gibt, aber die vielleicht mal wieder wert wären, geladen zu werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Unser letzter Titel für heute, Amy Seafox. Eine Hommage an den Klassiker Seafox und zur Feier des Internet Amiga Day, ein Tag, der jährlich am 31. Mai gefeiert wird, um Jay Miner zu ehren, der als Vater des Amiga-Computers gilt, hat Amitem sein neues Spiel Amy Seafox für den Amiga veröffentlicht. Ja, Seafox ist ein klassisches Arcade-U-Boot-Shoot'em-Up-Spiel, das ursprünglich 1983 für den Commodore 64 veröffentlicht wurde. Es wurde von Ed Hobbs entwickelt und von Bröderbund Software veröffentlicht. In dem Spiel benutzt der Spieler ein U-Boot, um feindliche Schiffe zu zerstören. Das U-Boot kann mit dem Joystick vollständig unter der Oberfläche manövriert werden. Torpedos können nach oben auf Schiffe an der Oberfläche oder auf feindliche U-Boote abgefeuert werden. Krankenhausschiffe des Roten Kreuzes müssen aber unbedingt vermieden werden. Das U-Boot des Spielers verfügt nur über einen begrenzten Vorrat an Treibstoff und Torpedos, sodass beides häufig nachgefüllt werden muss. Dies geschieht mit Hilfe eines Versorgungs-U-Boots und eines freundlichen Delfins. Der Spieler muss das Paket abfangen, bevor Riesenmuscheln es stehlen oder feindliche U-Boote es zerstören. Wenn der Spieler den Delfin erschießt, erscheint ein unzerstörbarer orangener Hai und zerstört das U-Boot des Spielers. Die neue Version von Amitem ist neu gestaltet, bleibt aber der Arcade-Version, also im Original treu, sorgfältig angepasst an die Amiga-Hardware. Das Spiel läuft auf einem Amiga 500 mit 512K RAM-Erweiterung, obwohl eine Standard Amiga 1200 Konfiguration für die optimale Leistung empfohlen wird. Die LHA-Datei steht zum Download bereit und ist für Amiga 500 Mini, WinUAE, RetroArch und andere Emulatoren mit einem Amiga-System, das für die Verwendung von WHD-Load-Dateien eingerichtet ist. Das Spiel kann auf itch.io heruntergeladen werden. Und wie immer an dieser Stelle, wer das Spiel herunterlädt, sollte dem Entwickler einen kleinen Geldbetrag zukommen lassen, damit dessen Arbeit auch dementsprechend gewürdigt wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, und das war es dann auch schon wieder für den Retro Newsflash für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einige Spiele ans Herz legen. Und wer Lust und Laune hat, darf natürlich gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten hoffe ich, hören und sehen wir uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin macht's gut. Ciao.